Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute, ja, wer hätte es gedacht, auf dem internationalen Server 60. Das hat einen ganz bestimmten Grund, und zwar die Leute hier auf dem Server haben jetzt vor kurzem ihre Dungeon-Pause aufgelöst im Anlass vom Legendary Dungeon. Viele nutzen den LD halt eben, um ihre DP aufzulösen, also den Legendary Dungeon, um ihre Dungeon-Pause aufzulösen, und equippen sich dann halt eben diesbezüglich neu. Und generell wollte ich sehr gerne mal auf den Server vorbeischauen, denn der Server hat ja für mich auch im Nachhinein eine sehr große Bedeutung für die Leute, die es nicht wussten. Auf dem Server, das ist ja auch der letzte internationale Server, der rausgekommen ist, W60, nach wie vor ein sehr starker Server. Und ich hatte hier auf dem Account auch meine Challenge damals gemacht. Ja, vielleicht die Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, die können sich noch daran erinnern. Und zwar hatte ich auf dem Server hier, ja, ich glaube, Stufe 400 in so und so bestimmter Zeit erreichen. Ich weiß nicht ganz genau wie viel, ich glaube in 200 Tagen oder so. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall hatte ich das nicht geschafft, und ich hatte denn die Zeit lang dann mein Bart ganz lang wachsen lassen. Vielleicht kennen das, haben noch einige da das noch in Erinnerung auf jeden Fall. Und ja, das hatte ich dann halt nicht geschafft gehabt und habe dann meinen kompletten Bart abrasiert bis auf, ne, bis ich dann wieder Milchbubi-Face war und dann aussah wie 18. Und ja, danach hatte ich dann mein 1 gegen 50 Projekt hier gestartet, wo ich dann versucht habe, in der Gilde denn so weit wie möglich zu kommen. Und ja, stimmt, ich hatte mich hier versucht einzuloggen, hat nicht mehr geklappt, deswegen bin ich hier gerade mit einem random Account drin. Und ja, genau. W60, der Serverstart, der Stream damals war auch legendär gewesen. Ja, der Server hatte vorne und hinten nicht funktioniert. Und ich hatte damals noch auf YouTube gestreamt gehabt, und alle Leute kamen dann halt eben im Stream, und wir hatten dann halt im Stream eine gute Zeit gehabt, obwohl sich jeder über den Server abgefuckt hatte, und so viele haben hier drauf starten wollen, weil es der letzte internationale Server ist. Und bevor wir auf die Top-Ränge zu sprechen kommen, muss ich einfach mal Props an, ja, W60 rausgeben. Das ist ein sehr, sehr starker Server. Ich rede ja auch immer W50 so zum Himmel, aber wir haben hier tatsächlich knapp 400.000 Spieler drauf auf dem letzten internationalen Server, und auf W50 als Vergleich haben wir 275.000 Spieler hier drauf. Ja, das ist schon ziemlich krank, was auf dem Server hier abgeht. Deswegen kann man sich auch sehr gerne überlegen, ob man hier auf dem Server auch langfristig starten will, als Spätstarter oder so. Ich denke mal, dass der Server hier gute Ambitionen hat, sehr lange bestehen zu bleiben. Und ja, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis diese alle gemerged werden. Ne? Vorher kommt ja auch noch W50 und so, die sind ja auch alle noch nicht gemerged worden oder fusioniert worden zu diesen Fusionsservern, weil die ja an sich auch noch sehr aktiv sind. Genau. Und ja, wie komme ich jetzt auf W60 jetzt so random halber? Wie gesagt, die Leute fangen an, ihre Dungeon-Pause hier aufzulösen mit dem Legendary Dungeon. Und ich war gestern bzw. heute unterwegs gewesen und war dann ja noch um 5 Uhr morgens auf Twitch, um zu gucken, was noch so geht. Und da war der Andy noch gerade live gewesen. Grüße gehen raus an der Stelle. Und die hatten dann zusammen mit dem Dataleist gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich eingeschaltet habe, kurz vor 5, die DP aufgelöst, und war dann im YouTuber-Dungeon kurz davor, mich dann zu legen. Und dann hatte ich dann mich nochmal umso mehr dafür interessiert gehabt, was jetzt auf W60 so abgeht, und ja, wie hier die Spieler momentan gerade performen, weil der Server halt, wie gesagt, sehr aktiv und noch sehr interessant erscheint, jetzt gerade in dieser Umbruchphase von ja, lange Zeit Stillstand, und jetzt kommt so langsam die Dungeon-Pausen-Auflösung für viele Spieler. Jetzt halt, wie gesagt, zum Anlass des Legendary Dungeons. Und ja, wenn man hier einfach mal reinschaut, die dominierende Gilde ist hier Worst Neighbor. Ja, ich weiß nicht, ach so, das ist die Gilde von Zombie. Dann haben wir hier auf Platz 2, auch mit großem Abstand noch gerade, ja, Atrium of Fame. Die Gilde scheint auch
nicht deutsch zu sein, beziehungsweise ist es vielleicht die Gilde von Neutral, wer weiß, keine Ahnung, kann gut sein. Und ja, dann auf Platz 3 mit großem Abstand, muss man dazu sagen. Also Platz 1 und 2 sind noch relativ nah zusammen, obwohl dort auch ein gewisser Abstand herrscht. Aber Platz 3, Circle of Doom, scheint eine deutsche Gilde zu sein. Ja, Grüße gehen raus hier auf jeden Fall an die Spieler. Und ich denke mal, die jetzt hier halt über 500 sind, die haben jetzt mittlerweile auch aufgelöst und viele sind wahrscheinlich jetzt eventuell auch noch kurz davor oder vielleicht auch mitten gerade noch drinne, jetzt wo halt eben der Legendary Dungeon noch gerade so auf ist, ne? Aber ja, ich denke mal, das wird nicht mehr allzu lange dauern. Zweite Legion ist hier am Start, Unleashed auf jeden Fall und so weiter und so fort. Ne? Da ist hier, denke ich mal, gut was los auf dem Server. Wie gesagt, im Nachhinein ein bisschen schade, dass ich so aufgehört habe. Wie gesagt, aber ich hatte ja mit dieser Challenge halt vor, nur bis maximal Stufe 400 zu spielen. Ich hatte mich damals für meinen Magier entschieden gehabt, nochmal den zu zocken. Und ja, ich brauche halt keine 2 Magier, die ich spiele, aber trotzdem, wie gesagt, im Nachhinein sehr, sehr schade, weil ja, der Server hier wirklich sehr aktiv mir erscheint und hier wirklich viele starke Spieler auf dem Server sind und ja, namentlich natürlich man hier auch sehr viele Leute so kennt, die man schon mal irgendwo gelesen hat. Ne? Auch wenn ich hier so, wenn es den Anschein macht, dass die Deutschen jetzt hier ja schon am Start sind, aber es tatsächlich große Konkurrenz gibt hier halt eben von den anderen Gilden, die halt eben ja ausnahmsweise mal nicht deutsch sind. Ne? Sonst ist es ja häufig so, dass die deutschen Gilden oftmals dominieren, aber auf dem Server ist es tatsächlich so, dass hier ja ungarische oder polnische Gilden hier am Start sind, die hier auch die Ehrenhalle füllen. Na klar, wie gesagt, auch gemischt mit deutschen Spielern hier auf jeden Fall. Aber was mich am meisten halt catcht, muss ich sagen, ist halt die Anzahl der Spieler. Ne? Auch in dieser Hülle und Fülle. Wie gesagt, es sind hier knapp 400k drauf registriert auf dem Server hier. Und ich denke mal, dass auch im Bereich der ja, starken Spieler, also die ein bisschen weiter oben spielen, viele dabei sind, die halt auch auf Langzeit Gas geben werden. Es hat natürlich nicht immer was zu heißen, dass ein Server viele Spieler hat, dass er auch automatisch aktiv ist. Ne? Aber ich denke mal, hier sieht man auch, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter hier runter scrollen, dass hier halt in dieser Dichte der Level, in denen sich hier die Spieler auf W60 befinden, es hier noch wirklich gut weit nach unten geht. Und die ganzen Spieler, die ihr hier seht in diesem Levelbereich, ne, die könnten alle theoretisch noch gerade in der Dungeon-Pause hocken. Entweder sind es Free-to-Play-Spieler, sie hocken in der Dungeon-Pause, oder sind Spätstarter. Ne, das kann alles sein, aber ich denke mal, viele, ja, oder haben halt vielleicht auch aufgehört, so vielleicht die keine Gilde haben, ich denke mal, die werden nicht mehr spielen, aber wir sind hier jetzt mittlerweile schon im 500er-Bereich und sind immer noch, ja, im teilweise mittleren 400er-Bereich hier, wo man gut sagen kann, okay, das könnten immer noch Leute sein, die in der DP hocken, ne? Und es geht hier immer noch so weiter, bis hier irgendwann mal die 300er langsam kommen, sind wir nachher schon bald hier im 1000er-Bereich. Das ist schon krass. Also die Anzahl der Spieler, die hier wirklich aktiv auf dem Server zu spielen scheint mir sehr, sehr groß zu sein. Ne? Und ja, ich glaube bald, dass W60 schon ein bisschen aktiver mir erscheint auf diese Masse an Spieler gesehen als W50. Ne? Ich hatte ja, wie gesagt, immer W50 auch so in den Himmel gelobt. Dass hier halt auch, ich meine, hier sind auch viele kranke Spieler, da müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Ne? Das sieht man auch innerhalb der Elevator-Listen zum Beispiel, wie oft oder wie viele Gilden in Top-Rängen vertreten sind, die von W50 kommen. Ne? Also auch hier nach wie vor würde ich auch immer noch meine Hand ins Feuer legen, dass ihr hier definitiv ja, Leute finden werdet auf Langzeit, die auch mit euch zusammen spielen werden. Ne? Weil, wie gesagt, nicht alle wollen immer auf dem neuesten Server mit dabei sein, sondern manche wollen halt eben auch
auf einem älteren Server dabei sein. Und da kann ich halt eben nur solche Server empfehlen, wie zum Beispiel den letzten internationalen Server oder EU1. Ist, glaube ich, auch noch relativ gut besucht als erster europäischer Server, obwohl die Spielerzahl ist hier nicht ganz so hoch an registrierten Spielern, aber das hat, wie gesagt, immer nicht was zu heißen. Das ist jetzt nicht der ausschlaggebende Grund. Und ja, auf jeden Fall sehr interessant, mal wieder einen Blick hier auf W60 zu werfen. Ja, wie gesagt, auch für mich ein Server, den ich sehr gerne, sehr lange auch gespielt hatte, mit vielen Challenges, viel Content zugemacht. Ich glaube, das ist der Server, ja, wo ich ja, abseits von meinen 3 Hauptaccounts, sag ich mal, die ich momentan bespiele, mit am meisten Content zugemacht habe. Ne, weil wir halt hier so viele, ne, wir haben halt dieses Challenge-Projekt hier, dieses Bar-Challenge-Projekt gehabt, dann haben wir noch dieses 1 gegen 50 Raids im Nachhinein noch auf dem gleichen Server gehabt, weil wir dann ja einen relativ hohen Account hochgespielt haben und abseits davon viele coole Streams und Momente hier auf dem Server auch erlebt. Ne? Deswegen schöne Grüße an den gesamten W60-Server, an alle Gilden, die ja eventuell auch deutsch sind und hier zugucken. Ne? Und ansonsten, wünsche ich noch viel Erfolg oder ja, herzliche Glückwünsche, ne, zur Dungeon-Pause-Auflösung, und das soll es erstmal soweit von mir gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.